Hallo zusammen, es geht auf Muttertag zu und wir quilten Rosen. Unsere Rosen sind wirklich super einfach. Sie entstehen aus freien Bögen. Daraus entstehen geschweifte Klammern. Und wenn wir das Ganze dann zusammensetzen, erhalten wir unsere Rosen. Unsere 3 Patches werden später Teil von unserem Quilt as You Go. Wir setzen sie einfach mit dazu nach der Quilt as You Go Methode. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und ich sitze schon an der Nähmaschine. Ich hoffe, ihr auch. Unsere Rosen setzen sich zusammen aus Halbbögen. Das kennen wir vom Quilten mit dem Lineal. Hier versuchen wir das freihändig. Das braucht nicht ganz so gleichmäßig zu sein. Wir möchten freie, unterschiedliche Bögen haben. Wenn wir das haben, wechseln wir vom Bogen zur geschweiften Klammer. Klammer an Klammer. Auch hier möchten wir gar nicht akkurat werden, sondern das Ganze wird eher ein bisschen wüst. Und wenn wir beides geschafft haben, starten wir bei unserer Rose mit 2 Halbbögen. Und an diesen Halbbögen setzen wir unsere geschweiften Klammern im Kreis an. Das Ganze versuchen wir an unserer Nähmaschine. Mit unserer ersten Übung, unseren Bögen, starten wir nicht in der Mitte unseres Patches, sondern wir starten an einem Rand. Wir starten mit einem Sandwich aus einer großen Stofflage, Thermolam, und darauf liegt unser eigentliches Patch. Unser Unterfaden ist nach oben geholt, wir vernähen 3-mal auf der Stelle. Unsere Nadel bleibt im Stoff und wir quilten Bögen. Unsere Bögen sollen gar nicht hundertprozentig gleich sein. Wenn wir hundertprozentig gleiche Bögen quilten möchten, dann würden wir ein Lineal nehmen. Wir möchten Bögen haben, die einen schönen, freien Schwung bekommen. Wir zeichnen keine Linie vor, wir arbeiten das einfach aus der Hand. Am Ende einer Reihe angekommen, quilten wir ein Stück hoch. Und von hier starten wir in einem halben Bogen, der auf der Mitte eines unteren Bogens landet. Also, so. Und wir quilten wieder zurück. Unsere Bögen sehen fertig ganz unterschiedlich aus. Wir haben keinen Punkt, an dem wir uns orientieren, und das lässt unsere Bögen ein bisschen wild wirken. Unser fertiges Patch folgt keiner Regel. Wir haben ganz unterschiedlich große Bögen, wir haben nicht auf jedem Bogen angesetzt, manchmal haben wir auf einem Bogen 2-mal angesetzt. Versucht nicht, es so wirken zu lassen, als würdet ihr mit einem Lineal quilten. Ihr quiltet nicht mit einem Lineal, ihr habt ganz andere Möglichkeiten. Nutzt die Möglichkeiten, die euch das Freiquilten bietet. Und was wir nun versuchen, sind geschweifte Klammern. Das heißt, wir starten in einem Bogen. An unserem Bogen kommt ein kleiner Gegenbogen, der in einer Spitze endet. Von diesem Punkt starten wir in einem neuen Bogen und wir setzen einen Gegenbogen an. Das wiederholen wir. Wir starten in einem Bogen und auch hier ist es wieder egal, ob wir auf jedem Bogen landen. Spannend sind nur die Schwünge. Und auch diese müssen nicht wirklich rund sein. Selbst wenn wir diese Schwünge gerade halten, erzielen wir ein geschweiftes Klammerergebnis. Lasst die geschweiften Klammern lebendig wirken. Wenn ihr mögt, setzt mehrfache geschweifte Klammern an.
und fahrt die Klammer als Echo nach. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos in diese Richtung sehen möchtet und kein Video verpassen möchtet, freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wenn ihr mögt, brecht die Klammer auf der Hälfte ab. Und es ergibt sich ein sehr wüstes, sehr freies Bild geschweifter Klammern. Und genau diese wilde Art von geschweiften Klammern bildet unsere Vorlage für unsere Rosenblütenblätter. Unsere Nadel bleibt im Stoff stecken und wir nähen einen kleinen Schwung. Wenn wir den haben, können wir schon unseren Faden abschneiden. Und wir nähen einen Schwung zurück, der an dem ersten Schwung vorbeigeht. Und aus dieser Mitte heraus starten wir mit kleinen geschweiften Klammern. Wir lassen unsere Mitte langsam größer wachsen. Wenn wir eine Rose fertig gequiltet haben, fahren wir in einem ganz unruhigen Weg zur nächsten Blüte. Wir möchten später in unserer neuen Blüte keinen geraden Stich haben. Das heißt, wir möchten einen Stich haben, den wir später abfangen können. Das heißt, wir fahren sehr wackelig und zackelig zu unserer nächsten Blüte. An unserem nächsten Punkt angekommen, starten wir erneut mit einem kleinen Bogen und ziehen einen nächsten Bogen an dem Ausgangspunkt vorbei. Und hier starten wir erneut. Und so schaut unser fertiges Rosenpatch nun aus. Mein Rosenpatch, meine geschweiften Klammern und meine Bögen setze ich nun wieder zusammen, sodass wir sie mit zu unserem Quilt As You Go verarbeiten können. Wie das geht, dazu habe ich euch hier oben ein Video verlinkt. Und wo sind sie? Da! Unsere Rosen sind angenäht nach der Quilt As You Go Methode, wie bei diesem Kilt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr gebt den Rosen, da sind die Ostereier, hey, eine Chance und probiert sie selber einmal aus. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!